Ihr verliert Magazine! Achtung, ich kreuze! Mehr Smoke Richtung Haus! Okay, danke. Geile Eskorte, dankeschön. Ich hole dich ganz kurz ab. Ich bin auf der Dark Emergency, dem größten Airsoft-Event auf der Welt. Über 4000 Spieler. Wir haben hier 4 Fraktionen. Die GOF, die KGG, die Miliz und die Enklave. Die GOF und die KGG sind die Hauptfraktionen, die sich gegenseitig bekämpfen. Dann kommt die Miliz, die larpen sehr viel, also machen sehr viel Roleplay. Denen geht es darum, viel Spielgeld zu generieren. Und die Enklave, die greift nur ein ins Spielgeschehen, wenn das von der Orga befehligt wird. Die helfen eben der Fraktion, die benachteiligt ist. Die Hauptquest lautet, in Malwinkel gab es lauter Erdbeben. Dadurch ist der Funk komplett ausgefallen. Das bedeutet, es haben erstmal alle Fraktionen keinen Funk auf dem Spielfeld, was natürlich ein strategischer Nachteil ist. Und deswegen muss jede Fraktion erstmal versuchen, zur Enklave zu kommen, dort eine Funkstation zu erwerben und diese dann bei sich aufzustellen. Erst dann haben die Fraktionen Funk. Je schneller man das natürlich schafft, desto besser, desto schneller kann man sich koordinieren. Meine Aufgabe ist es jetzt, mit der Elite-Einheit, dem Team Hooray, auch Sandbarrets genannt, so schnell wie möglich strategische Punkte einzunehmen. Hier in dem Fall ist es das Gebäude 610, wenn möglich natürlich noch 608. Die letzten Jahre war es immer so, dass KGG schneller an der 610 und 608 waren und dadurch haben wir es den ganzen Tag nicht mehr geschafft, an den Häusern vorbeizukommen. Deswegen rennen wir voraus, besetzen die 610, warten bis die Züge nachkommen, bis diese die Gebäude besetzt haben und dann geht es weiter für uns in den nächsten Push. Ob wir das schaffen, seht ihr in diesem Video. Bleibt dran, wir gehen rein. Genau. Bis zur 610 bei P4. 610 ist das. Das ist das Ziel. Wir laufen möglichst hier unten zack, an der Straße so lang runter. Ja. Den Knick können wir noch laufen rein theoretisch und dann erst rüber. Ja. Also sobald halt auf. Ja. Also so lang wie möglich halt eigentlich auf der Straße. Nicht ausrutschen! Boah. Los! Magazin! Hey! Hier verlieren! Ja, und hier verlieren die ersten Airsoft-Anfänger ihre Magazine. Ja. Komm mal ins Magazin! Nicht zu schnell, wir haben noch... Jungs, nicht zu schnell, wir haben ein ganzes Stück. Ja. Ja, ich war ziemlich außer Puste. Ich hatte noch das Odin-System gefüllt mit Kugeln dabei, war absolut unnötig. Letztes Jahr habe ich es gebraucht, dieses Jahr nicht so wirklich. Hatte mehr Magazine am Mann und wir waren schon locker einen Kilometer am Joggen mit Ausrüstung. Pass auf, runter! Lauf nach links, lauf! Hier hatten wir jetzt ersten Feindkontakt. Die Kugeln kamen nicht wirklich bei uns an, haben kurz den Schlenker nach links gezogen, damit wir eben sicher ins Gebäude kommen. Da kommen wir aber von der Seite auch. Hey, auf die Seite auch noch ausrichten. Auf die Seite. Das Gebäude sah relativ ruhig aus, trotzdem mussten wir natürlich mal schauen, ob sich Gegner im Gebäude befinden und haben uns dann langsam Raum für Raum vorgearbeitet. Hier, danke. Zumachen. Aber linke Seite ist nicht safe, ne? Kann heute oben sein. Dann gehen wir hoch. In dem Gebäude mussten wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen ausharren, deswegen sind wir auch in den ersten Stock gegangen, um eben eine gute Übersicht zu bekommen, ob sich Gegner annähern, weil wir mussten einfach noch auf den restlichen Foxtrot-Zug warten, der eben langsam nachkommt und versuchen, das Gebäude so lang wie möglich zu halten und jeden Vorpush vom Gegner zu zerschlagen. Da können auch schon welche kommen, gell? Ja. Zu hoch, dein Hop-Up geht ein bisschen zu arg hoch. Meins oder seins? Seins. Ich sehe nicht über die Kugel fliegen. Der läuft nach rechts. Die laufen hinter die Halle. Da laufen sie. Die kommen hinter der Halle, rechte Seite. Schieß. Hab ihn, einer down.
Kommt einer hinten. Kommen mehrere. Bin leer. Wir haben hier Kontakt. Halle. Schön. Hey, ist einer im Treppenhaus unten von uns? Ja. Deck bitte den Eingang hier, ne? Ja. Hier wird gelber Rauch geschwenkt. Das ist das Signal für die nachrückenden Züge, dass das Haus geklärt ist und sie ohne Probleme bis ans Haus laufen können. Die Miliz ist normal eine neutrale Fraktion. Man kann diese bestechen, einkaufen, Informationen sammeln über die Miliz. In den letzten Jahren war es aber so, dass sie oft uns in den Rücken geschossen hat. Dementsprechend hatten wir für den Anfang im Spiel die Anweisung, Miliz mit Langwaffe, welches oft Söldner sind, aus dem Spiel zu nehmen, damit die erstmal keine Gefahr sind. Wir brauchen hier Medic. 2 Stück. Tief, die schießen hier rein. Hier, Team Array hat sogar als Trupp einen eigenen Medic. Liegt einfach daran, dass sie sehr viel pushen. Und dieser Medic hat einfach die Möglichkeit, den Mitspieler noch einmal hochzuholen. Geht der dann nochmal Hit, muss er zurück in den Spawn laufen. Tief. Tiefer. Da. Geh da rein. Kannst du gucken, wo der schießt? Die sind an den Fenstern, links und rechts am Fenster ran. Und geradeaus. Also in der Halle? In der Halle drin. Und rechts, und an der Häuserkante rechts ist nichts? Nein, da ist nichts. Okay, warte, bleib so. Die denken sich, aber dahinter ist einer gerade. Ist der Hit? Ich gehe weiter vor. Hab ihn, ist down. Beide down. Beide down, stark. Schön, bleib mal kurz hier. Häuserkante, wenn da halt einer kommt, ist scheiße. Ja, jetzt. Links Häuserkante. Häuserkante? Rechts meinst du? Nee, Fensterkante links. Ja, mach du Fenster, ich mach Häuserkante. Gut runter. Ja, Achtung, er piekt, 2 Pieken. Ja. Die pieken wieder. Nicht ans Fenster. Der Zug Foxtrot hat uns endlich erreicht, hat das Gebäude besetzt. Ich habe kurz noch Informationen an die Jungs gegeben, dass die einfach wissen, okay, wo schießen die Gegner rein, und habe mich Team Array wieder angeschlossen. Also da nicht so viel, immer wieder pieken unterdrücken. Also die Halle, dass die da nicht rüberkommen, weil die kommen von der Seite. Hey Jungs, wir gehen mit den Sandbarrels weiter, kommt. Wir sprinten weiter. Ja, das sind so viele, das nehmen die nie wieder ein. Wo sind die Sandbarrels hin? Die treffen euch draußen. Okay. Olli! Ich hab noch 2. 5. Was ist der Plan? Okay. Linke Seite und ein paar wenige. Alle Rauch in die Hand. Alle. Alle. Jungs, wir nehmen gefallen und schießt in die Fenster. So hinten schwarze Tasche, eine rausholen. Das nächste Ziel ist jetzt hier die 608. Da der Zug aber ein bisschen länger gebraucht hat, bis er eben bei uns war, war in dem Fall die 608 schon von der KGG besetzt. Heißt, wir haben hier Rauchgranaten ready gemacht, um zu versuchen, jetzt zu stürmen. Warte, weiter vorne noch ein bisschen. Weiter vor, wir brauchen weiter vorne noch Rauch. Schießen! Los. Hit! Ich push immer ungern in der Masse, bin jetzt hier Hit gegangen. Natürlich, um ein Gebäude zu stürmen, braucht man viel Manpower. War jetzt hier nicht weiter schlimm. Ich war noch nicht Hit, heißt, mich konnte ein Medic noch hochholen und habe einfach gewartet. Hier vorne. Wir gehen in Deckung. Dankeschön. Bereit machen. Mehr Smoke Richtung Haus! Habt ihr noch Smokes?
Könnt ihr mir das Smoke hinten rausholen? Hinten? Müsste ganz rechts oder links sein. Siehst du es? Hier. Dankeschön. Ja. Habt ihr noch Smokes? Wenn ein Gebäude besetzt ist, schießt in die Fenster, unterdrückt die Gegner, haut Kugeln raus. Das hilft dem kompletten Team, einfach nur da zu hocken und zu spotten, bringt oft relativ wenig, denn jeder Meter zählt, den man nach vorne kommt, um die Gegner zurückzudrängen. Geht aber natürlich nur, wenn das komplette Team mitmacht. Beschießt das Fenster oben, auf dauerhaft. Immer mal wieder Kugel rein. Also der eine am oben mittleren Fenster, der guckt immer von rechts rein. Deine Kugel kommt doch gar nicht so weit. Kannst du den Waffenführer bringen? Der ist schon weit. Ich komm ran. Okay. Hab ihn. Ist Hit. Die Handys sind aber schon dran, oder? Ja. Die sind unten dran, glaube ich. Bitte das obere Fenster weiter beschießen, da müssen Kugeln reinfliegen. Da sitzt sogar einer drin. Ja, deswegen. Schießt rein. Schießt in die Fenster, sonst kommen wir nicht vor. Schießt. Deckung. Ins Fenster schießen oben. Ins Fenster schießen. Achtung. Rechte Seite. Der piekt von rechts. Knallt da Kugeln rein oben. Schießt rein. Achtung. Ich kreuze. Mach gerade. Der ist oben rechts. Abgehangen mit Fenster. Der piekt von rechts oben. Olli, kannst du die Türen aufmachen? Da ist eine Granate rein, eine richtige. Achtung, Achtung. Der ist an der Hütte, der ist an. Das hat sich bewegt, das hat sich bewegt. Kannst du auf? Warte, ich mach auf. Warte, hey. Ich mach auf. Ich mach auf. Geht nicht. Um ein besetztes Gebäude zu pushen, braucht man extreme Mannstärke. Dazu war hier natürlich dieser Durchgang nicht wirklich optimal, weil da ja nur einer durchgepasst hat. Und KGG hatte dieses Haus komplett besetzt und wussten natürlich, wir können nur durch diesen Eingang reinkommen. Ja. Hier sieht man jetzt schon einen Eingang vom Milizdorf. Da stand relativ viel KGG rum und wir hatten einfach die Sorge, dass sie ums Haus pushen. Deswegen haben wir da trotzdem ein paar Kugeln hingeschickt, damit wir noch ein bisschen Ruhe haben und eventuell ins Gebäude kommen. Ist Hit, glaube ich. Ja, ist Hit. Da kommen wir nicht entlang, die schießen oben aus den Fenstern. Hey, hol mir die Granate raus. Hol mir schnell die Granate raus. Ah, ich hab sie. Granate, hier. Granate! Das ist jetzt Hit. Ja. Auf, stark. Bei mir schon Schild! Achtung, an der Tür, Schild an der Tür, Schild. Hier, der kommt. Granate. Der ist Hit. Ich hab eine Granate. Der ist Hit. Dann. Mach die zweite Tür auf. Die geht nicht auf. Um zu pushen, braucht man immer eine kritische Masse an Menschen. Wenn die erreicht ist und sich dann der Erste traut zu pushen, dann pusht der Rest hinterher. Hier wurden wir einer nach dem anderen rausgenommen und es kam nicht wirklich jemand hinterher oder zu uns. Die Züge hatten den Befehl, hinten stehen zu bleiben und dadurch wurde die Situation immer kritischer.
Hit oder nicht? Nee, Gesagt. nee. Haben wieder nicht. Runter! Hit. Hit. Hier wurde jetzt der Hintermann, der direkt hinter mir steht, getroffen. Und dazu war noch ein Schild im Gebäude. Das sah Pik links, extrem Pik links, Pik schlecht links. für uns aus. Pik links, linke Seite, linke. Am weißen Baum, am weißen. Ich kann nicht pieken. Pik, 3, 2, 1, Pik. Ist down, ist down. Ja, ich weiß. Versuch was wert. Hit. Hit. Ah, fuck. Hier kam es jetzt zu einer echt unschönen Situation, absolut unsportlich. Ich habe rausgezogen, habe den Vordermann und Hintermann an der Wand erwischt, bin nochmal kurz in Deckung und wollte den links hinter dem Bäumchen noch rausnehmen, habe mich auf den Hintermann an der Wand nicht mehr konzentriert, weil ich wusste, der ist auf jeden Fall Hit. Auf jeden Fall hat der Hintermann seinen Hit nicht gecallt, hat nochmal anvisiert und hat mir gezielt auf meine Weichteile geschossen. Der erste Schuss ging auch perfekt auf den Spitz, hab Hit gerufen und er hat nochmal 2 nachgesetzt. Absolut unsportliches Verhalten. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare hauen, was ihr davon haltet. Bin auf jeden Fall auf die Knie, habe ein bisschen Luft holen müssen und dann ging es auch wieder weiter für mich mit einem Punkt auf der Kappe. Aber egal, ich bin zum Vorposten zurück und wieder ins Spielgeschehen rein. Ein Schuss auf den bekommen aus nächster Nähe. Brauchst du ein Taschentuch? Für einen Hund gebe ich dir einen. Ehrenlos. Nee, aber ist alles gut, ja? Ja? Ja. Brauchst keine Hilfe, ja? Ich brauche nur kurz. Ja, danke. Ich bin frisch gespawnt, bin kurz vor der Shooting Range und rechts hinter mir war ein riesen KGG-Zug, der einfach ins Nirgendwo gepusht hat. Keine Ahnung wieso. Ich bin erstmal weitergelaufen und habe versucht, die zu flanken. Der Zugführer ruft hier irgendwie zum Rückzug und alle fangen an, sich um 180 Grad zu drehen und wieder zurückzulaufen, ohne zu schauen, was eigentlich um sie herum passiert. Zurück im Vorposten gab es dann die Information, dass die Hauptmission, also die Funkanlage aufzubauen, schon nach 1 Stunde nach Spielstart erfüllt war. Das bedeutet, die GOF hatte schon Funk. Also gab es für uns nur noch Nebenquests. Wir haben uns dafür entschieden, eine Nebenquest im Milizdorf zu machen. Dort sollten wir eine Unterschrift vom Barmann besorgen. Dorthin zu kommen ist zu dem Zeitpunkt extrem problematisch gewesen, denn die KGG hatte den Weg Richtung Milizdorf komplett unter Kontrolle. Ohne Hilfe wären wir dann nicht hingekommen. Also haben wir die Miliz, die vor unserem Vorposten gerade eine Mission gemacht haben, bestochen mit Spielgeld und Brausepäckchen in der Hoffnung, dass die uns zu ihrem Milizdorf bringen, ohne dass wir von der KGG oder der Miliz, die uns begleitet, abgeschossen werden. Die Miliz hat uns dann einfach in die Mitte genommen. Vorne standen ein paar blaue, hinten standen ein paar blaue, haben die Musikbox auf dem Rücken von sich komplett aufgedreht und haben einfach nur Mucke geballert, um uns sicher ins Milizdorf zu geleiten. In dem Gebäude war komplett KGG. Absolut Ehre, dass sie uns nicht abgeschossen haben. Wie ihr seht, haben wir hier auch nicht die Waffen in der Hand, sondern laufen die ganze Zeit mit erhobenen Händen, dass wir sicher ins Milizdorf kommen.
Geil. Im Militzdorf angekommen waren wir alle absolut froh, dass keiner der Parteien uns abgeschossen hat, auch die Miliz selbst nicht. Haben in den letzten Jahren ab und zu mal vor, dass gewisse Personen von der Miliz kurz vorm Ziel einfach der GOF in den Rücken geschossen haben. Werd nass geschwitzt. Ja, aber das ist echt anstrengend. Durch. Hast du es gesehen, wo der eine sich umgedreht hat und sich getanzt hat? Ich bin so zurück. Ich war heute unterwegs und wir hatten gestern Im Militzdorf angekommen, haben wir dann gemerkt, ja gut, wir brauchen eine Unterschrift und für die Unterschrift vom Barmann brauchen wir leider Papier und Stift. Das hatten wir aber nicht. Zum Glück war Simon da, der hat uns auch davor schon diese Süßigkeitenpäckchen gegeben zum Bestechen und der hatte auch Papier und Stift. Hast du noch so kleine Tütchen? ja. Eins habe ich noch, aber wahrscheinlich brauchen wir noch eins zum Bestechen. Also, merkt euch, das eine ist Smiley und das andere ist Special Pablo. Special Pablo. Special Pablo, genau. Ich kann dir ein Smiley kann ich dir noch geben. Okay, danke. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr Special Pablo auch als Bestechung angenommen hättet. Unser Stelf hatte dann die Idee, ja komm, wir machen einfach eine Petition, Frieden in Malwinkel und haben dann eben damit versucht, diese Unterschrift zu ergattern. Wir mussten mit dem Barmann dann echt lange diskutieren. Der wollte uns erst diese Unterschrift nicht geben und hat ganz genau nachgefragt, wofür diese Unterschrift ist, weil er hatte letztendlich Angst, für ein Abo oder eine Waschmaschine zu unterschreiben. Und letztendlich hat er uns aber dann die Unterschrift gegeben. Dankeschön. Im Militzdorf haben wir dann auch noch kurz Pause gemacht und in der Pause ist dann das passiert. Da muss ich immer wieder sagen, geht zum Militzdorf, da passiert so dermaßen viel. Erwachsene Männer mit voll ausgerüsteter Montur fangen an zu tanzen. Absolut geil. Nach der Tanzvorlage war für uns die Mission zu Ende. Die DE ging noch weiter. Das war erst die Hälfte vom Tag. Ich habe noch so viel Videomaterial. Falls es euch interessiert, schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollen würdet. Die Mission war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Wir haben diese Unterschrift bekommen und damit sage ich Mission complete. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und man sieht sich auf dem Spielfeld.